Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe bei mir in letzter Zeit bemerkt, dass ich irgendwie ständig müde bin und ich wollte dieses Problem lösen. Ich habe es auch geschafft und deswegen gibt es einfach dieses Video heute. Und falls ihr auch unter extremer Müdigkeit leidet, dann bleibt am besten dran. Gebt einen Daumen hoch, falls euch das Video gefällt. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und was gegen extreme Müdigkeit hilft, das erfahrt ihr jetzt. Ja, ich habe auch zum Beispiel die ganzen Gründe hinterfragt, warum ich so müde bin. Und eine davon war einfach, dass ich bemerkt habe, dass ich im Vergleich zu den Jahren davor richtig viel schlechte Nachrichten konsumiere. Zum einen liegt es daran, dass ich viel mehr auf Social Media unterwegs bin, aber allein die ganzen Krisen, die jetzt aufeinander gefolgt sind, zum Beispiel mit der Corona-Krise oder jetzt der Krieg in der Ukraine, das sind ja Sachen, die sind da, die belasten einen, auch wenn man sich jetzt nicht direkt den Sachen aussetzt, aber das kann man nicht so einfach ausblenden. Und ich glaube einfach, dass diese permanente negativen Krisen einfach, Krisen sind immer negativ, aber ihr wisst, was ich meine, also dass das permanent in unserem Alltag drin ist, ich glaube, das macht auch müde. Und wirklich was dagegen tun kann man eigentlich nicht, aber ja, meiner Meinung nach kann man schon gucken, wie man seine Nachrichten konsumiert. Zum Beispiel mache ich das so, dass ich versuche, nicht ständig den Nachrichten ausgesetzt zu sein, sondern mir einmal am Tag, zum Beispiel morgens oder abends, mir Zeit nehme, um mich ein bisschen abzudaten, was gerade in der Welt los ist. Ein zweiter Punkt ist natürlich Vitaminmangel. Das könnt ihr ganz einfach beim Arzt abklären, aber darauf gehe ich jetzt heute nicht ein, weil ich war selber auch nicht beim Arzt. Aber vor allem Frauen, die halt regelmäßig ihre Periode haben, leiden normalerweise oder neigen zumindest dazu, einen Eisenmangel zu entwickeln. Und das war auch der Hauptgrund bei mir. Ich merke das einfach auch jeden Monat. Also jeden Monat nach meiner Periode bin ich einfach so müde. Das ist nicht mehr normal. Deswegen habe ich mir Säfte besorgt, die Eisen enthalten. Tabletten würde ich jetzt nicht empfehlen, weil Eisen kann auch, also die Überdosierung von Eisen kann zu Nebenwirkungen führen. Und das wird halt nicht empfohlen ohne ärztliche Absprache. Aber ich fahre mit diesen Säften eigentlich ganz gut, weil die nicht so hoch dosiert sind. Ich würde auch empfehlen, die beim DM zu holen und nicht bei der Apotheke, weil der Preisunterschied einfach so krass ist. Und wenn ich merke, ich bin richtig, richtig müde, also ich meine, kennt ihr diese Müdigkeit einfach, wo gar nichts mehr geht? Wo ihr einfach nur noch tot seid. Ihr liegt einfach nur rum und ihr könnt euch nicht aufraffen zu gar nichts und so weiter. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen psychischen, mentalen Sachen, ist, glaube ich, Eisenmangel einer der Hauptgründe, warum man so müde ist. Und ich nehme dann, wenn ich richtig müde bin, zum Beispiel Kräuterblut von Floradix mit Eisen. Das nimmt man 2-mal täglich und damit fahre ich ganz gut. Also 45 Milliliter pro Tag sollte man davon nehmen. Ich mache die Flasche leer und dann, ich merke es einfach schon nach der ersten oder zweiten Einnahme, dass es mir besser geht. Von daher, das war das. Ich habe mir jetzt aber auch noch von Rotbäckchen, kennt ihr vielleicht, Eisen geholt. Das ist aber nicht so hoch dosiert. Das werde ich jetzt einfach so nehmen, wenn das eine leer ist, einfach um dem Ganzen vorzubeugen oder vor meiner Periode. Ja, es kommt ja auch immer auf den Zyklus an, und wie stark man blutet, aber genau.
Das werde ich auch noch einnehmen. Ich sehe gerade, hier ist auch noch Vitamin C, B1, B2, B6 und B12 drin. Also B-Vitamine sind eigentlich auch nie verkehrt und auch nicht so hoch dosiert in der Tagesportion. Von daher werde ich das hier auch einnehmen. Und ein weiterer Vitaminmangel, der müde macht, ist zumindest bei mir B12-Mangel. Wenn ich mache das immer in Kombi, also wenn ich müde bin, nehme ich Eisen und auch B12. Ich hole es mal eben. Wenn ihr zum Beispiel zu einem Osteopathen geht, könnt ihr dort einfach eine Einmaldosis bekommen, die hochdosiert ist. Aber ja, vor allem für Vegetarier oder Veganer ist es einfach schwierig, B12 zu sich zu nehmen, weil es früher zumindest in tierischen Produkten war. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so stark im Fleisch enthalten, weil einfach die Mineralstoffe im Boden, also die Tiere essen ja Pflanzen und die Mineralstoffe sind halt nicht mehr im Futter enthalten heutzutage, weil die meisten Kühe eben nicht auf der Wiese stehen, sondern halt im Stall und da eben ihr Futter kriegen. Aber genau, Vitamin B12, ich habe jetzt hier eins von Sunday Natural, aber letztendlich war für mich eigentlich nur wichtig, dass es in Tropfenform ist, weil ich mag es einfach nicht, Tabletten zu schlucken, aber es ist halt Typsache. Genau, so sieht das aus. Das ist so eine rote Flüssigkeit und es ist in Alkohol gelöst. Also falls ihr das nicht mögt, dann müsst ihr euch weiter umschauen. Aber ja, 5 Tropfen täglich soll man davon nehmen. Mache ich jetzt auch nicht. Ich nehme es halt, ja, wenn es nötig ist, wenn ich merke irgendwie, okay, wird mal wieder Zeit. Genau, die 2 Sachen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr richtig müde seid. Eisen und B12. Ja, ein weiterer Grund für Müdigkeit ist natürlich Schlafmangel. Dem kann man bedingt vorbeugen. Also Schlafmangel entsteht meistens durch Stress oder wenn ihr keinen geregelten Tagesablauf habt. Zum Beispiel, wenn ihr in Schichten schafft oder so und alles durcheinander kommt. Oder ja, Gedankenkarusselle der Grund sind. Also es gibt alle möglichen Sachen, die zu einem Schlafmangel führen können. Ich empfehle auf jeden Fall, euer Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Holt euch einfach einen analogen Wecker oder einen digitalen Wecker, ist ja egal. Aber mein Handy ist nicht im Schlafzimmer. Ja, mich weckt eben ein stinknormaler Wecker morgens. Erstens führt es dazu, dass man eben nicht noch irgendwie am Handy scrollt, bevor man direkt schlafen geht. Es wird ja empfohlen, immer so 1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen eigentlich nicht mehr Fernseher zu gucken oder am Handy zu sein. Das schaffe ich persönlich selber auch nicht, weil mein Mann und ich gucken abends meistens noch irgendeine Netflix-Folge oder ich scroll halt durch Instagram. Aber ich versuche schon, also das Handy auf jeden Fall aus dem Schlafzimmer rauszuhalten. Es hat da einfach nichts verloren. Wegen dem Elektrosmog, keine Ahnung, ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Wenn das Handy mal im Schlafzimmer ist, keine Ahnung, im Urlaub oder so und ich keinen Wecker habe, dann stelle ich es immer in Flugmodus. Aber ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was bringt gegen Schlafmangel oder nicht. Ist halt einfach so eine Kopfsache ein bisschen. Und ja, also ich finde super, ich habe so einen Wecker, der macht auch Tageslicht oder suggeriert Tageslicht dann morgens, also es wird auch gleich hell und Vogelgezwitscher weckt mich und das finde ich schon ganz nice. Ansonsten ist natürlich wichtig, frühzeitig ins Bett zu gehen, also nicht zu spät. Bei mir ist es meistens so zwischen 10 und 12, meistens so um 11 gehe ich schlafen
und das reicht dann auch vollkommen. Und genau, wichtig ist vielleicht auch vor dem Zubettgehen nicht noch extrem viel zu essen. Also vor allem fettige Sachen oder Alkohol können zu Schlafmangel führen. Und ja, was mir auf jeden Fall hilft, also wenn man jetzt zum Beispiel nachts einfach wach liegt und überhaupt nicht einschlafen kann, das kann zum einen natürlich daran liegen, dass man sich die ganze Zeit Gedanken macht. Das ist halt so eine Sache, das muss man sich abtrainieren oder durch Meditation oder Yoga oder sonst was irgendwie versuchen einzuschränken. Aber was mir auf jeden Fall hilft, ist Magnesium. Magnesium ist schlaffördernd, also man wird halt einfach dann, also zumindest ich werde dann müde und ich schlafe auch besser durch. Da würde ich auf jeden Fall Magnesiumcitrat empfehlen. Und als ich meine Thesis gemacht habe und extrem viel Stress hatte, habe ich Tee getrunken. Ich glaube, das war Baldrian-Tee, also so ein Schlaftee einfach. Und danach sollte man auch kein Auto mehr fahren, also der haut einen schon weg. Deswegen genau, hat mir das damals geholfen. Ja, ein weiterer Grund ist natürlich Bewegungsmangel. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, wenn man extrem müde ist, dann will man sich ja auch nicht bewegen. Das heißt, man muss irgendwie den Teufelskreis durchbrechen. Und ich bin ein super Beispiel dafür. Also bei mir ist es so, wenn ich in so einem Loch bin, ich komme da eigentlich gar nicht raus. Man muss mich dazu zwingen. Und entweder ich gehe Snowboarden und Skifahren und ich bin durch die Situation dazu gezwungen. Und wenn ich erstmal in diesem Sportding drin bin, dann fällt es mir unfassbar leicht, mich selber zu motivieren, weil ich ja schon irgendwie da drin bin und mir geht's gut und ich fühle mich super. Aber wenn ich einfach merke, dass ich in so einem Loch bin, dann muss mich jemand dazu zwingen. Und entweder man zwingt sich dadurch, indem man in einer Gruppe Sport macht, durch Gruppenzwang, oder man hat halt einen Ehemann, der einem in den Arsch tritt, oder eine beste Freundin oder einen Freund, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt unfassbar schwer anzufangen. Aber ja, wichtig ist es eben anzufangen. Und ich glaube, was da auch helfen kann, ist einfach die 1-Minute-Regel. Und zwar einfach eine Tätigkeit auszuüben, die man auch 1 Minute lang machen kann. Und wenn das jetzt erstmal ist, dass du dich 1 Minute lang nur dehnst oder wenn du rausgehst, spazieren, weil meistens ist es so, man fängt halt an und sagt sich, okay, 1 Minute, aber aus 1 Minute bleibt meistens nicht 1 Minute und dann werden es vielleicht 2 oder 5 oder 10, aber man hat halt angefangen und das ist das Wichtigste. Ja, also such dir einfach einen Sport, der dir Spaß macht, auch wenn es Yoga ist. Gut wäre natürlich irgendwas, das den Kreislauf in Schwung bringt und vor allem eher, ich zumindest die Erfahrung gemacht, eher morgens Sport zu machen, wenn das geht, wenn du das in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm, besser bewegen als gar nicht bewegen. Aber tendenziell merke ich einfach, dass ich abends, wenn ich abends Sport mache, ich viel zu wach bin im Kopf und gerade bei so Einschlafproblemen ist das halt ein Problem. Also wenn du merkst, dass abends Sport dich einfach zu sehr wach macht, dann versuch das auf eine andere Tageszeit zu legen, wenn es geht. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier noch aufführen will, ist falsche Ernährung. Zu fettiges Essen, zu viel Koffein, zu viel Alkohol am Abend. Das sind alles Sachen, die dazu führen können, dass man eben extrem müde ist, weil es wiederum nicht schlaffördernd ist. Aber ich merke auch einfach, wenn ich mich ausgewogen ernähre und gesund ernähre,
dann geht es mir auch einfach besser, weil ich meinem Körper die Mineralstoffe zuführe, die er braucht. Und dann bin ich nicht mehr so müde. Deswegen Ernährung ist super wichtig. Und falls du dich nach Ayurveda ernähren möchtest oder dich das interessiert, dazu habe ich Videos. Ich verlinke euch die mal entweder in der Infobox oder irgendwo hier in einer Ecke. Genau. Und falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich immer, noch weitere Tipps zu erfahren. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr auch in meinem nächsten Video wieder einschaltet. Und bis dahin macht's gut. Eure Patti. Ciao.